Letztes Jahr habe ich alleine einen kompletten 90-Minuten-Film über meine Reise mit einem Fahrradwohnwagen produziert. Heute möchte ich euch mitnehmen, hinter die Kulissen. In diesem Video zeige ich euch, wie habe ich das gefilmt, wie habe ich das geplant, wie hat sich die Story entwickelt, was passiert alles im Schnitt und wie einige Effekte und Animationen entstanden sind. Die meisten Filme haben 3 Phasen: Pre-Production, Production und Post-Production. Dieser Film ist aber nicht wie die meisten. Genauso wie auf der Reise hatte ich keine Ahnung, was das Endprodukt sein wird. Ich habe ein Budget von 500 €, mit dem ich super einfaches Equipment gekauft habe, und dann ging es einfach los. Naja, so ein paar Sachen habe ich mir natürlich schon vorher überlegt. Wie zum Beispiel die Morgenroutine am Anfang, für den Kontrast von monotonen, aber bequemen Alltag und späteren Problemen. Und auch, dass Otto Waalkes auf einmal in Ostfriesland auftaucht, dass sich einige Szenen sehr ähnlich zu Magnolia, Better Call Saul oder Mr. Robot sind. Und auch die Musik war im Vorhinein zumindest grob zusammengesammelt. Und der Rest kommt, wie er kommt. Naja, zum Film braucht man erstmal eins: eine Kamera. Oder in meinem Fall 6 Kameras. Einmal eine schon sehr, sehr stark mitgenommene GoPro Hero 9. Sehr kompakt und kriegt bei gutem Licht auch echt gute Aufnahmen hin, auch wenn die schon etwas in die Jahre gekommen ist. Und durch Zubehör kann man das auch an verschiedenen Stellen mounten, ob hinten am Anhänger, am Lenker oder am Kopf. Das ist eine Filutech Pocket 2. Im Grunde ist das hier ein kleiner portabler Gimbal, ähnlich wie auch bei Drohnen. Und das hat einen sehr, sehr großen Vorteil: die Aufnahmen sind sehr stabil und man kann super einfach die Perspektive hier ändern. Deswegen hatte ich dieses kleine Teil meistens am Lenker montiert und so kann man während der Fahrt einfach schnell auf Aufnahme drücken. Aber die Bildqualität und vor allem die Audioqualität ist nicht so gut, vor allem bei Fahrtwind. Und so musste ich eigentlich alle Aufnahmen von diesem Teil hier nachsynchronisieren. Als Hauptkamera und auch teilweise zum Schneiden habe ich dieses Teil hier verwendet, bis das hier passiert ist. Aber das hier war mal ein Note 20 Ultra und damit kriegt man für ein Smartphone auch sehr, sehr gute Qualität hin. Sogar mit einem 5-fachen Zoom hier. Als Backup hatte ich noch dieses Samsung A6 hier von 2018, aber die Kamera hier ist eigentlich fast unbrauchbar. Ähnlich auch wie diese 360-Grad-Kamera von Samsung. Damit kann man zwar sehr kreative Aufnahmen machen, aber für mehr als kleinere Spielereien reicht die Qualität dann doch nicht aus. Um das auszugleichen, hatte ich hier noch eine Drohne mit im Gepäck, die DJI Mini. Der gebrauchte Zustand zeigt sich hier aber auch schon. Zwar kann man mit einer externen App, Litchi, noch ein paar Funktionen entlocken. Ohne die hätte ich die Drohne während der Fahrt eigentlich gar nicht bedienen können. Man hat hier einen Controller für die normale Drohnensteuerung, was beim Fahren natürlich aber nicht ideal ist. Diese App kann jetzt aber diese Steuerung automatisieren. So kann man einstellen, dass die Drohne das GPS-Signal des Smartphones mit einem bestimmten Abstand folgen soll oder um einen Punkt herumfliegen soll. Damit kann man dann mit recht wenig Arbeit und Personal sehr nette Aufnahmen erzielen, auch wenn das Auspacken, Starten und Landen doch einiges an Zeit verschlingt. Und auch in anderen Situationen ohne Riesenkamerateam musste ich nebenbei noch die ganze Kameraarbeit machen. Und ja, das sieht ziemlich doof aus, aber was macht man nicht alles für gute Shots? Ich habe jetzt seit 2 Monaten 500 GB an Aufnahmen von den 6 Kameras gesammelt, alle mit unterschiedlichen Farben, Auflösungen und ein Großteil der Aufnahmen sind auch überhaupt nicht brauchbar. Ich habe also schon während der Reise begonnen, auszusortieren, Aufnahmen zu kürzen und alles nach Ereignissen und Tagen zu sortieren. Zumindest dauert das mit meinem Schnittprogramm DaVinci Resolve nur ein paar Minuten. Ich kann alles einfach in eine Timeline ziehen, so kürzen wie ich will und dann innerhalb von Sekunden alle Clips einzeln sortiert exportieren. Naja, und jetzt will ich irgendwie meine Geschichte damit erzählen. Es sind aber noch 13 Stunden Rohmaterial. Das meiste, wie ich über irgendwelche Felder fahre und verzweifle. Wie zur Hölle macht man daraus jetzt irgendwas Spannendes? Ich habe mich entschieden, das in 6 Kapitel aufzuteilen, die alle unterschiedliche Themen behandeln und eigentlich fast in sich selbst schlüssig sind. Und natürlich bin ich irgendwie auch an die chronologische Reihenfolge gebunden, auch wenn da tatsächlich so ein bisschen Spielraum ist. Die Einkaufsszene hier zum Beispiel ist von ganz anders entstanden. Es passt hier aber viel besser in den Flow. Ja, und eine Sache ist klar, für mich ist ein Tag immer 24 Stunden. Aber für euch kann ich das jetzt anpassen. Von 20 Sekunden bis 4 Minuten war alles dabei, je nachdem wie interessant die Aufnahme für die große gesamte Story ist.
Und das Pacing des gesamten Films ist dann eigentlich nur von der Musik bestimmt. Ich habe hier meine große Sammlung an unterschiedlichen Gefühlen und Stimmungen, die ich rüberbringen will, und die Story folgt dann buchstäblich dem Takt der Musik. Naja, und manchmal auch andersrum. Dafür würden mich die Musikproduzenten wahrscheinlich köpfen. Natürlich habe ich während der Reise auch daran gedacht, so ein bisschen zu erzählen, was jetzt gerade passiert. Erstmal Energie tanken. Aber um alles zusammenzufügen, braucht es dann doch noch ein Voice-Over. Kommt also gerne mit in mein spontanes Tonstudio. Ja, das hier ist hinter einem Vorhang, aber es funktioniert einigermaßen. Ich wurde für Nacht tatsächlich beim entspannten Ehepaar aufgenommen. Und so geht's Tag für Tag im Schnitt weiter. Erst kommt ein ziemlich grober Schnitt, sehr lange Videos, dann alles, was Müll ist, wird rausgeschmissen und immer weiter komprimiert, so dass am Ende dann ein schönes Produkt rauskommt, das man sich gut angucken kann. Jetzt gibt es viele Theorien, was eine gute Story ausmacht. Bei mir gibt's aber kein festes Skript. Ich habe versucht, das so authentisch wie möglich zu erzählen, mit allen Ups und Downs. Ja gut, ich hätte mir gewünscht, mehr von den Ups zu zeigen, die Fülle an wunderbaren Menschen, die ich kennenlernen durfte. Aber komischerweise sind das genau die Momente, an denen der letzte Gedanke ist, den Aufnahmeknopf zu drücken und man einfach im Moment lebt. Diese Idee, daraus überhaupt einen Film zu machen, ist eigentlich schon nach der ersten Woche gestorben, weil es einfach in der Praxis nicht handelbar ist. Gleichzeitig sein Tagesziel zu erreichen, schöne Aufnahmen zu machen, zu moderieren und dann noch die Zeit zu finden, mit allen möglichen Menschen zu interagieren und deren Lebensweisheiten einzusaugen. Aber ich bin froh, dass dieses Projekt dann doch entstanden ist und dass ich diese Geschichte euch doch halbwegs erzählen konnte. Naja, und wie man so schön sagt, 50% der Arbeit gehen in die letzten 5% jedes Projekts. Ich dachte, vielleicht kriege ich ein Kapitel alle 1-2 Wochen fertig. Und hier sind wir jetzt, ein ganzes Jahr später. Die Post-Production hat dann doch eher 5 Monate gedauert, auch wenn nebenbei viel anderes Zeug passiert ist. Aber auch alle kleinen Sachen wie Soundeffekte, Color Grading, Texte und Grafiken, Untertitel, natürlich einige 3D-Animationen und Easter Eggs, das braucht alles Zeit, bis es nahezu perfekt ist. On top musste ich zu meinem Leid auch viele Sachen nachvertonen und es gibt ja noch eine komplette englische Version mit leicht anderer Struktur. Vielleicht sollte dieses Video also heißen, wie ich 2 Filme komplett alleine produziert habe. Und dann gibt es ja noch, wie ich diese Videos überhaupt aufnehme hier, mit dem Handy und einem richtig schönen Kondensatormikrofon für das schöne Voice-Over. Naja, und wie geht's jetzt weiter? Die Liste an zukünftigen Videos ist lang. Da ist alles Mögliche, was nicht in den Film gepasst hat, insbesondere was Deutschland und andere Länder von der Fahrradmentalität in den Niederlanden lernen kann. Irgendwie passt das auf diesen Kanal aber nicht mehr so richtig rein. Da wird aber sicherlich etwas in ferner Zukunft auf meinem englischen Kanal Europe on Wheels erscheinen. Natürlich auch mit deutschen Untertiteln. Wenn du auch noch mehr von dieser Art Video willst, ich habe gerade das erste von 6 Behind-the-Scenes-Videos veröffentlicht. Da erzähle ich in einem Podcast-ähnlichen Stil noch mehr zu der Entstehung jedes Kapitels, was alles in den Schnitt ging und was es von der Reise nicht in den Film geschafft hat. Aber auch hier geht es bald weiter. Ich bin gerade in den letzten Vorbereitungen für die nächste große Reise. Also ein Abo lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn du mich noch weiter unterstützen willst, kannst du gerne mal hier vorbeischauen und alle künftigen Videos eine Woche im Voraus sehen.